Hey Leute, schön, dass ihr dabei seid. Wir sind wieder unterwegs und wo, das findet ihr jetzt raus. Ja, wie einige von euch eventuell schon erraten konnten, wir sind im wunderschönen Oman unterwegs. Und wie könnte man dieses Land besser erkunden als mit einem 4x4 mit Dachzelt? Und deswegen springe ich jetzt auch direkt wieder ins Auto, denn die Fahrt geht schon weiter. So, die erste kleine Hürde. Schauen wir mal an die Kurve hier. Hacke. Boah, ich hoffe, der hat ein dickes Profil. Oh. Wo willst du? Noch ein... Ja, nee, passt. 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 Wuhu! Die kommt mit. Wir haben gerade hier noch schön gegessen, mit einer echt schönen Aussicht. Und während wir gegessen haben, ja, haben wir schon so gedacht, ja, jetzt gehen wir gleich schnorcheln und dann, oder mal schwimmen zumindest, mal das Wasser abchecken. Hier, ich meine, es sieht wunderschön aus. Gehen wir da runter und man sieht es wahrscheinlich kaum, aber hier treibt eine kleine Meeresschildkröte und eben waren es zwei. Also, wenn man schon von hier oben so viel sieht, dann heißt es jetzt direkt Flossen ran, Schwimmbrille auf und dann schauen wir uns das Ganze mal unter Wasser an. So, das war es eigentlich auch schon. Man sieht leider überhaupt nichts. Na, also da ist nichts zu sehen, aber trotzdem traumhaft schön, auch wenn es nichts unter Wasser zu sehen gibt. Guten Morgen, hier von unserem wirklich wunderschönen Spot direkt an der Klippe. Es ist ein Traum gewesen, hier aufzuwachen, ein wunderschöner Sonnenaufgang dort hinten. Wir haben diese ganze Ecke hier für uns. Da hinten Blick auf die Berge, wo sich die Wadis durchschlängeln. Da geht es auch gleich als nächstes hin. Aber jetzt zeige ich euch einmal noch kurz unseren wirklich Hammer-Ausblick aus dem Dachzelt. Wirklich wunderschön und viel Platz hier oben. Ja. Und heute früh so aufwachen. Das hat doch was. Nichts und niemand zu sehen, einfach nur schönes Wasser. Ja, nicht runterfallen. Ja, jetzt ist kurz vor 8. Wir fahren jetzt rein Richtung diesem nächsten Dorf. Und dort, ich weiß nicht genau wo, aber irgendwo dort soll es reingehen ins Wadi Shab, ein wirklich schönes Tal, schöne Schlucht mit Süßwasser. Scheint so, als gäbe es nicht mehr als zermatschte Banane heute früh. Oh no.
Wir waren zwar kurz am Wadi Al-Shab, aber haben es doch geskippt, weil es irgendwie, ich weiß nicht, ein bisschen zu touristisch für uns aussah. Und jetzt sind wir hier gerade auf dem wirklich spannenden Weg, der hier super durch die Berge geht, zum Wadi Tiwi und Wadi Mibam. Deutlich schwieriger hinzukommen. Entsprechend wird es sicherlich deutlich weniger voll sein, was genau unser Ding ist. Das ist der Parkplatz. Einer hat's geschafft. We made it. Da unten sieht aber human aus. Da kannst du normal durchspazieren. Weißt du, was knifflig wird? Auto wiederfinden. Wir haben es geschafft. Wir sind durch irgendeinen Weg, wenn man es so nennen möchte. Pfad, noch nicht mal das. Irgendwo durch die Häuser und Gärten von den Locals hier durch. Und sind jetzt gerade unten im Wadi angekommen. Und hier sieht man schon, wie die hier alles so grün schaffen auf ihren Terrassen. Da drüben mit den Palmen, und da geht alles hier über abgezweigte kleine Kanälchen und das Wasser ist perfekt glasklar. Diese Esel, immer die lautesten. Na? Wir haben unser erstes schönes Wadi-Becken gefunden, nachdem Arakal sich hier über die Kante geklettert sind. Ja, es sieht auch richtig schön tief aus, glasklar. Es ist klarer wie das Meer. Es ist klarer wie das Meer. Ja, wir hätten eher hier die Schnorchel mitbringen sollen. Aber hey. Ich würde sagen, wir legen mal unser Zeug ab und gehen uns mal abkühlen. Weißt du, was wir auch machen können? Ein Handtuch nehmen. Setz dich mit hier oben drauf, als Handtuch, und du kannst am Handtuch klettern. Oh ja! Wenn ich hier halten kann? Ja. Okay, ich bin schon mal hier. Kannst du es noch weiter runterlassen? Ja. Okay, dann noch ein bisschen runter. Jetzt gehe ich runter. Geh runter. Ich würde sagen, wir haben unser Highlight erreicht. Hier oben am Wadi Tiwi. Und es war der Wahnsinn. Ja, der Weg zurück ist wirklich kein Stückchen einfacher. Und irgendwo hier geht's dann, vielleicht hier oder hier, mal sehen. Aber überall die schönen Dattelpalmen. Sandig. Ja, und gerade die ersten frei lebenden Kamele gesehen. So, wir sind gerade am Pink Beach hier an der südöstlichen Spitze vom Oman. Der Name ganz einfach durch die pinken Muscheln, die es hier gibt.
Leider nicht wie erwartet der gesamte Strand pink, aber man sieht doch hier einige pinke Linien, wo die pinken Muscheln angespült werden. Also sollte man definitiv mit auf die Reise einbauen, aber nicht nur wegen den pinken Muscheln, sondern auch, weil diese Gewässer hier bis zu den Felsen und in die nächsten Buchten, das ist Schildkröten oder sind Schildkrötenbrutstrände. Sprich, angeblich soll es hier sehr, sehr viele Meeresschildkröten geben. Jetzt gerade natürlich nicht die Saison, wo sie ihre Eier legen, aber im Wasser wird man sie auf jeden Fall finden. Gehen wir mal von aus. Und während wir hier gerade noch ein paar pinke Muscheln suchen, nutze ich auch mal noch kurz die Möglichkeit, von letztem Abend, letzter Nacht zu erzählen. Es war recht lustig. Wir sind an eine kleine Bucht gefahren, wo wir eigentlich schlafen wollten am Strand. Wir standen direkt am Wasser eigentlich. Viel näher kommt man gar nicht mehr ins Meer oder ans Meer fahren. Und wir waren nicht die einzigen dort. Es waren noch ein paar Locals und ein paar Beduinen mit so einem Beduinencamp dort. Es waren noch 1, 2 andere Camper dort und ja, es wurde eigentlich ein recht lustiger Abend, denn die Omanis, die kamen direkt zu uns und meinten, hey, ob wir noch uns zu ihnen setzen wollen ans Lagerfeuer, und dann saßen wir dort, haben Chicken gegessen, Hummus und omanischen Tee getrunken. Es war ein super lustiger Abend, sich mit denen zu unterhalten und so von den Locals hier so ein bisschen zu erfahren, wie das Leben abläuft, und haben auch nochmal von denen gesagt bekommen, wie sicher dieses Land eigentlich ist und wie wenig Diebstähle und Co. sie haben. Also hier ist es üblich, dass die Leute ihre Autos offen irgendwo stehen lassen, die Haustüren sind eh nie abgeschlossen und da passiert nichts. Also wir wurden auch schon so öfters angesprochen, wie es uns geht, was wir machen, wo wir herkommen, wo wir hinwollen. Man hat jetzt noch nie wirklich das Gefühl irgendwie, dass irgendjemand versucht, uns was aufzudrängen oder was zu verkaufen oder uns verfolgt oder sonst irgendwas, wie man es in Europa so oft hat, in Italien, in Spanien, in Kroatien. Da versuchen dann die Leute so sehr immer was anzudrehen. Alles kostet irgendwas, aber hier nicht. Los geht's, die Schildis finden. Das war jetzt Versuch Nummer 1, eine Schildkröte zu finden oder Schildkröten zu finden. Leider komplett erfolglos. Jetzt sind wir gerade auf der Suche nach Wasser und haben hier so eine Hütte gefunden. Na, das scheint trocken zu sein. Es hieß, es ist leicht, überall Wasser zu kriegen, aber es gestaltet sich doch nicht so einfach, weil entweder sieht es so aus und da kommt nichts. Oh, na, aber vielleicht auch besser, dass da nichts kommt. Hier hatten wir große Hoffnung, aber leider kommt da nichts. Jetzt schauen wir mal ums Eck. Also wir waren so an der Tankstelle, da gab es nichts. Jetzt haben wir eben hier sowas gefunden, wo wir mit Mühe und Not noch ein bisschen Wasser raus schieben können. Aber das ist natürlich mit 22 Liter Tanks, sind wir damit die nächsten 2 Stunden beschäftigt. Versuchen wir. So geht's. Ja? So geht's. Da ist ein Fluss, guten Fluss. Ja, vergleichsmäßig ja. Ich würde trotzdem sagen, wir probieren es dann mal noch an Moscheen, weil da hieß es, dass man es auch überall auffüllen kann. Ja, sonst sieht es hier schlecht aus. Aber gut, vielleicht bei den Moscheen. Hello, hello. Frisches Wasser. Frisches Wasser.
schlüpfen die Kleinen. Hey du. Überall wimmelt's von kleinen Schildkröten. Die sind gerade geschlüpft. Es sind so viele. Ah, da ist die nächste. Oh. Wirklich, es war schon immer ein Traum von mir, so Schildkröten schlüpfen zu sehen. Und jetzt ist es einfach so weit und es kam total unerwartet. Ich bin eigentlich gedacht, dass die Peak Season schon rum ist. Aber es ist jetzt Anfang Dezember und es ist jetzt wohl Hochseason. Ja, heute früh hatten wir noch mal gut die Möglichkeit an unserem Schildkrötenstrand unser Auto mal wieder auf Vordermann zu bringen, ein bisschen durchzuputzen, Wasser aufzufüllen, denn wir sind jetzt gerade auf dem Weg in die Sandwüste und durch die Sandwüste. Kamele am Straßenrand. Woo! Hier ist nichts, hier ist weniger als nichts. Es ist topfeben, kein Gras, kein Nichts, kein Stein, nichts. Das ist kein Schnee, es ist Salz. Mal testen, wie dies ist. Sieht eigentlich gut aus. Er kommt zurück, mal schauen, was Sache ist. Hier und da ein bisschen glibberig, aber es liegt eigentlich fest. Es ist nur mal wieder typisch, dass wir so einen Scheiß 10 Minuten vor Sonnenuntergang machen. Oh, ja. Wir sind im Modus angekommen. Scheiße, und es ist wieder dunkel. Ja. Und hier ist kein Mensch. Nope. Wir werden uns das mal versuchen. Ja. Es ist so rutschig. Es ist so rutschig. Ja, Zentimeter für Zentimeter. Alter, ich muss mal aus diesen scheiß Schuhen raus. Ich rotze uns wieder auf die Fresse. Wir haben's! Wir haben's! So, anstatt im Matsch stecken wir jetzt in der ersten Düne fest. Jetzt wird noch ein bisschen weiter deflated. Wir wollen es eigentlich nur noch ein bisschen bis da hoch schaffen. Aber wenn nicht, bleiben wir halt einfach hier stehen.
Oh ja. Oh ja. Ich brauche die Kraft, um gleich zu buddeln. Naja, wir stecken nur so halb fest, glaube ich. Ja, so halb fest. Wir kommen halt nicht mehr raus und wir haben uns noch nicht eingegraben. Wir haben gestern auch hier im Sand noch Schlangenspuren gesehen. Heißt, hier treiben sich wohl irgendwie auch kleine Schlangen rum. Ja, so klein sind die gar nicht. Ja, ich habe eine gesehen. Ich habe gestern eine gesehen. Können wir auch nachher noch mal suchen. Nee, Die müssen wir werden- nicht. Wir sind sicher, die chillen irgendwo da oben an den Büscheln. Okay. Smooth. Jo. Jetzt werden wieder Kamele gesichtet. Ich wette, es wird jetzt den Mega-Dipfelschüsser geben unter euch, der sagen wird, das sind keine Kamele, sondern Dromedare. Wir wissen, es sind Dromedare, aber sie werden auch arabisches Kamel genannt. Daher auch Kamele. Haben euch lieb. Hätten wir das auch geklärt. Wir sind gerade auf dem Weg zum White Beach. Das ist da bei Masira Island, nebendran noch auf dem Festland. Ganz unten an so einer Landzunge. Und der Weg dahin, das ging vorhin an der Hauptstraße ab, an dem Desert Highway. Und da sind wir abgebogen auf eine Offroad-Piste, auf der sind wir jetzt gerade. Die sieht etwa so aus. Und es geht jetzt einfach 40 Kilometer hier durch. Und zwar durchs absolute Nichts. Hier ist wirklich immer noch nichts. Es nennt sich Malediven von Oman und ich würde sagen, ohne auf den Malediven gewesen zu sein, aber so stelle ich mir die Malediven vor. Oh mein Gott, schau dir den blauen Strand an. Der Sand ist super weiß und das Wasser ist türkis. Wow. Oh mein Gott. Wow. Leider auch etwas zugemüllt, muss man ehrlicherweise sagen. Kleines Lager hier. Sieht nach Local Lager aus. Hello, hey! Have a seat, have a seat. You want sit there or sit there or there? Up to you. Wherever you like. Wherever you like. Wow. Rose water. That's good. It's calling me, like the rainbow. It's calling me, like the rainbow. The rainbow. It's calling me, like the rainbow. It's calling me, like the rainbow. Guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen haben wir hier heute. Schaut euch das an. See you. Yes, wir haben es geschafft. Aber es sifft überall der Schlamm. Auch die Jessie.
und im Auto. Es ist überall. Hui! Das nenne ich mal eine Qualle. Nope. Also da kriegst du mich nicht ins Wasser. Hui! Ich würde sagen, Spot für die nächste Nacht gefunden. Wir sind jetzt in den Sugar Dunes angekommen. So schön. Das ist unglaublich. Das ist so cool. Schau bis da oben. Ja. Das ist unser südlichster Punkt. Für uns geht es ab jetzt wieder Richtung Norden. Als nächstes fahren wir raus auf Masira Island. Aber wie es mit der Reise weitergeht, das werdet ihr in den nächsten Videos erfahren. Für euch endet es jetzt hier und wir sehen uns das nächste Mal.